So Rapunzel, wirf dein Haar herunter. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Disaster Tours. Ich bin Ricardo und gerade dabei, mir einen Traum zu verwirklichen, während des Studiums auf dem Boot der Shanty 3 zu wohnen. Das ist eine Coronado 35, von dem Amerikaner Bill Tripp entworfen und von der spanischen Werft Playa Vista gebaut. In dem letzten Video haben wir den Grundstein dafür gelegt, die Shanty 3 wieder einsatzbereit zu bekommen. Wir haben den Motor überarbeitet, das Steuer gecheckt, das Boot entrümpelt, die Heizung repariert und das Unterwasserschiff reaktiviert. Eingezogen bin ich mittlerweile auch. Na dann, worauf warten wir noch? Es kann also losgehen. Die Reise nach Hamburg steht damit nichts mehr im Weg. Oder? Was zur Hölle? Naja, seht einfach selbst nach dem Intro. Heute ist es soweit. Wir lassen heute die Shanty zu Wasser und machen uns dann bereit, die Reise nach Hamburg anzutreten. Ich bin wirklich sehr aufgeregt und bin aber sehr zuversichtlich, dass alles gut funktionieren wird. Erstmal müssen wir noch ein paar Sachen vorbereiten. Und zwar das Kühlwasser muss noch in den Wärmetauschbehälter eingefüllt werden. Also ein paar Restarbeiten stehen noch an, aber größtenteils eigentlich ist alles fertig. Wir werden aber erst im Wasser sehen, ob der Motor jetzt läuft oder nicht. Das letzte Mal ist der wann ist denn das letzte Mal gelaufen? Achso, beim Einwintern, aber auch bloß ganz kurz. Das sollte aber, denke ich mal, kein Problem sein. Das werden wir ja nachher sehen. Bist du genauso zuversichtlich wie ich oder hast du Angst? Ah, auf jeden Fall wird was werden. Ja? Wir sind ja Spezialisten und Profis. Das stimmt. Also ich bin natürlich nicht alleine. Mein Papa ist auch dabei und Erik auch wieder von Webers Segelschule. Und dann werden wir das Ganze rocken. Also erstmal können wir ja sagen, dass wir mit dem Wetter ja echt Glück hatten. Die Sonne scheint und lässt das Deck der Shanty unter dem Dreck komplett erstrahlen. Damit ist jetzt Schluss. Der Dreck kann dem Kercher natürlich nicht standhalten. Wie viel Zeit habe ich denn darauf gewartet? Es hat sich wirklich gelohnt. Schick ist die Shanty. Sorry übrigens für die Überbelichtung, wir hatten den falschen Farbfilm dabei. Aber wie es immer so ist, das nächste Problem lässt nicht lange auf sich warten. Nach dem Kerchern ist mir aufgefallen, dass sich einiges von dem Wasser in der Bilge gesammelt hat. Das gibt schon einen kleinen Schreck, wenn das Boot schon absäuft, obwohl es noch gar nicht im Wasser ist. Hast du eine Idee, woran es liegen kann? Dann schreib es gerne in die Kommentare. Die Auflösung wird es dazu im nächsten Video geben. Erstmal haben wir dafür keine Ursache gefunden, also haben wir nur alle Schlauchstellen fester gezogen und weiter geht's im Text. Immerhin hat der Hafenmeister und die Helfer aus dem Segelverein auch nicht den ganzen Tag Zeit. Ab ins Wasser! In dem Hafen werden alle Boote mit dem Hafentrailer und einer Winde zu Wasser gelassen. Fast so, wie man es aus dem kleineren Bootsbereich mit Autotrailern kennt. Der Trailer der Shanty ist zwar ziemlich stabil, lässt sich dadurch leider schlecht manövrieren. Im Endeffekt ist das ein Tiefladeanhänger mit einer 4 Meter breiten angeschweißten Hinterachse. Was will man da auch erwarten? Aber das muss man nun mal leider auch erstmal wissen. Die Shanty wird übrigens mit den beiden achterlichen Leinen vor dem Herunterrutschen von dem Trailer gesichert. Also wirklich, die Situation macht mich gerade ein bisschen bekloppt. Das wird nicht so schlimm sein, ne? Immer ruhig bleiben. Das Einzige, was übrig bleibt, das werden wir schon hinkriegen. Irgendwie. Wird das schon hin. Der Rest hat schon funktioniert, der wird das auch noch hin. Die Richtung des Trailers wird mit der Leine bestimmt, welche an der Deichsel des Trailers gebunden ist. Irgendwas muss jetzt schief gegangen sein. Sie kommt schräg. Ich muss mal wissen, wo hier die Rostflecken herkommen. Das freue ich mich auch. Muss ja hier geflext haben, wie verrückt. Oh, guck mal hinten drin schon mal im Motorraum. Hast du Taschenlampe noch da? Taschenlampe noch da? Guck mal schon mal rein. Wasser läuft ja. So, schwimmt. Schwimmt schon? Ja. Jetzt müssen wir erstmal die Maschine zum Laufen bringen. Also entlüften wir den äußeren Kühlkreislauf mit der Gießkanne, öffnen diese Hahn und weisen dem Anlasser eine Batterie zu. Haben wir die Gießkanne noch da? Ja.
Diesel haben wir. Strom müsst ihr auch haben. Die stehen schon ganz schön schräg drin, ne? Läuft? Ja. Irgendwas undicht? Alles gut? Was? Was? Ausmachen? Die Schläuche vom Wärmetauscher sind etwas undicht gewesen und Wasser ist aus dem ersten Kühlkreislauf ausgetreten. Die Schläuche haben wir nochmals festgezogen, dann haben wir das Problem wieder behoben. Ja, vielleicht erstmal kurz nach vorne schieben, ne? Was? Ja, ein bisschen umschieben geht nicht, ne? Okay. Kommst du raus, dann legen wir gerade um. Ja, ich weiß bloß nicht, ob wir hier rauskommen. Wir stehen echt scheiße. Zum Ende meint er, ist er mit dem Arsch rumgekommen. So stehen wir auch. Geh nicht mehr. Die Position ist jetzt nicht ganz rosig, ne? Gut, dann wird's mal Zeit zum Ausparken. Ja. Gut, ja, schön. Weiter. Erstmal gerade. Erstmal gerade raus, ja. Versucht gerade zu lenken. Wir schauen da vorne im Ding lang, ne? So, und jetzt Steuerrad einschlagen da hinten. Passt das? Nee, ne? Das ist der Spundwand. Ja, ich bin gerade volles Bett gegen die Spundwand gerasselt. Ach du Scheiße. Das ist eine Spundwand, denk dran. Wo? Nee, ihr müsst zurück. Alter, da kriege ich ja jetzt schon einen Herzinfarkt hier. Schlag das Ruder ein. Und an der weißen Stange vorbei. Perfekt. Herzinfarkt, Alter. Ja, die Spundwand geht hier weiter runter. Deswegen Ach. ist die Stange überall drauf. Ach so. Boah, dann war das ja richtig knapp. Ich sehe überhaupt nichts hier. Hilft ja nichts. Erstmal müssen wir jetzt anlegen. Zum Vermeiden dieser Situation hätte wohl geholfen, die Persenning komplett abzumachen und etwas mehr Fahrerfahrung mit den Kahn zu haben. Aber im Nachhinein ist man ja bekanntlich immer schlauer. Im Nachhinein ist es mir auch wirklich peinlich, wie ich hier gefahren bin. Eigentlich sollte es nie beim Manövrieren im Hafen notwendig sein, den Hebel so auf den Tisch zu legen. Aber so seht ihr wenigstens, was die Folge daraus ist. Immerhin ging das Anlegen problemlos. Setzt Segel. So, wir haben es nun geschafft, die Shanty endlich ins Wasser zu bekommen. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich es noch nicht ganz glauben, aber ja, irgendwie ist wieder ein bisschen was schief gegangen. Aber sie schwimmt. Aber sie schwimmt. Immer Genau. noch. Und ja, das ist eigentlich die Hauptsache. Ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Motor läuft immer noch 1A. Und morgen können wir somit also wunderbar nach Bremerhaven aufbrechen. Ist dir noch was aufgefallen, was wir falsch gemacht haben? Ja, du machst nur falsch, dass du immer so aufgeregt bist.
Ja, das war heute schon ganz schön besonders, weil viel Stress ist halt auf einmal abgefallen. Und beim Fahren, weiß nicht, da war ich schon wieder in Modus gewesen. Ja, aber Das ist aber nicht schlimm, das ist ganz normal. Ja, muss es vielleicht auch nicht. Kommt ja nicht jeden Tag vor, dass man mit so einem komischen Hänger in so einem großen Boot ins Wasser fährt. Also ist mir vorher noch nicht oft passiert. Jetzt wird es wahrscheinlich öfter passieren. Oder auch gar nicht. Oder auch gar nicht. So könnte man es auch sagen. Ja, dann sehen wir mal zu, dass wir vielleicht noch ein paar Segel gehisst kriegen. Vielleicht machen wir es heute noch, vielleicht morgen während der Fahrt. Ja, ein bisschen auftakeln, genau. Ja. Wir takeln auf. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, wie sauber das Deck auch wieder geworden ist. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Bisschen Pflege, bisschen Sauberkeit macht das Bild schon wieder viel besser. So, guten Morgen. Das ist jetzt unser Abreisetag. Es ist 5:50 Uhr aktuell und wir bereiten das Boot so weit vor, dass wir losfahren können. Motor läuft ein paar Minuten hoch. Und das Verdeck ist wohl erstmal ab. Dann würde ich mal sagen, wir können es losgehen. So, Ricardo, wir können ablegen. Jetzt seid ihr bereit? Okay. Am nächsten Morgen um 5 Uhr haben wir uns bereit gemacht zum Ablegen. Der Groner Yachthafen ist tiefenabhängig und wir damit natürlich auch. Also müssen wir zum Hochwasser in Bremen losfahren, um vor Niedrigwasser in Bremerhaven anzukommen. Mit der Sonne im Rücken verlassen wir also Bremen und machen uns auf die Reise. Die Segel haben wir am Vortag leider nicht mehr anbringen können, haben uns so halt etwas Arbeit für Bremerhaven gelassen. Den habt ihr die putzt. Ja. Und auch kein Scheibenwischer, ne? Den habt ihr die Scheiben putzt, sag ich. Ach so. Die ist gerade so schön nass. Also, haben wir wenigstens gleich Bremerhaven erreicht. In Bremerhaven angekommen, sind wir durch die Fischereihafenschleuse zu dem Weser Yacht Club gefahren, wo ich früher mit der Time Bandit Mitglied gewesen bin. Der Verein hat mir auch sehr gefallen. Wir fangen also an, die Segel das erste Mal aufzubauen und beginnen mit dem Besansegel. Dabei ist uns schnell aufgefallen, dass der Baum eigentlich viel zu tief hängt. Klar, so kommt man am Segel besser ran, aber es wäre ja schon besser, dadurch durchgehen zu können. Also darf alles wieder abgeändert werden. Das Resultat dazu werdet ihr im nächsten Video zu Gesicht bekommen. Immerhin sind wir jetzt auch erst in Bremerhaven gelandet und noch nicht in Hamburg. Ich freue mich, dass ihr das Video bis hierher geschaut habt, genauso wie ich mich immer sehr über Anmerkungen in den Kommentaren freue. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video von Disaster Tours.